Wie hast du damals, also wir werden jetzt 2 Punkte besprechen, wie hast du damals Felanitsch eingeschätzt und beziehungsweise die Entwicklung für die nächsten Jahre, also beziehungsweise vor 5 Jahren, wie hast du es eingeschätzt und wie hat sich es dann entwickelt? Also könnte man eigentlich sagen, dass aktuell dein Hobby ist, kein Hobby zu haben. Mein Hobby. Ja, auch wenn man das über einen Immobilienmakler macht, einen haben, der man halt vertrauen kann, der halt Das ist, glaube ich, das Stichwort. der halt nicht nur auf nicht auf den Verkauf nur aus ist und danach Schnelle Provision und dann schnelle Provision und danach Handys den aus. Kontakt vom Kunden löscht. So. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder hier beim Immo-Verhör. Und ja, ich habe erfahren, dass hier in Felanitsch gerade viel los ist, bei uns im Südosten von Mallorca. Und da mussten wir hier den Philipp Sickinger abführen heute, ja. Und deswegen sitzt er heute bei uns beim Immo-Verhör. Ihr wisst, es geht nicht nur straight um Immobilien hier, sondern auch um andere Themen in Mallorca. Und ja, Philipp, wir wollen heute ein bisschen darüber reden. Mallorca, Business und hier die Zone im Südosten und auch ein bisschen über den Sektor, wo du auch tief drin bist. Aber ganz vorab jetzt mal, seit wann bist du auf Mallorca? Mittlerweile seit 5 Jahren, genau den Monat. Hier jetzt sind es 5 Jahre, wo es mich hierher verschlagen hatte. Aus Deutschland rübergezogen. Aus Deutschland raus, genau. Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung? Sehr gute Entscheidung. Eine Entscheidung, die sehr viel Stress und Arbeit mit sich gebracht hat, aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Und hat sich auch gelohnt, also Ja. dann die Arbeit Ja, und der Stress. Auf jeden Fall. Wichtig, wichtig. Da kommen wir direkt zu deinem Fokuspunkt Business. Ein Fitnesscenter in einem Dorf im Südosten von Mallorca. Wie Ja. kommt man auf die Idee? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Also da muss ich sagen, ich war vorher, bevor ich hier das Gym übernommen habe, noch nie wirklich auf Mallorca. Also ich kam das erste Mal her, um eigentlich das Studio anzugucken und auch so Also du warst da auch nicht Touri-mäßig- Urlaub irgendwie Touri-mäßig vorher? war ich vorher auch noch nie hier. Ich Okay. kannte so ein bisschen so, was man halt über Mallorca leider Gottes so als erstes immer sagt, so Mallorca Ballermann. Und dann war Ja. ich halt hier in Felanitsch und habe halt gesehen, gar nicht. Ist halt total gemütlich. Authentisch, schöne und Landschaft. Hab halt dann damals das Studio gesehen, kam direkt aus meinem Studium damals raus und habe halt gesehen, die Fläche bietet sich an, man kann was draus machen, man hat ein bisschen Potenzial, sich so ein bisschen zu entfalten. Und habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe dann einfach Sachen gepackt und bin hierher gekommen. Sehr mutig, würde ich sagen. Oder verrückt, kann man auch sagen. Oder beides Aber wahrscheinlich. gehört, glaube ich, immer so ein bisschen von beiden mit dazu. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, bei den größten Entscheidungen im Leben irgendwie Ja. kommen diese beiden Punkte Ja, oft ja. zusammen. Ne? Wie hast du damals, also wir werden jetzt 2 Punkte besprechen, wie hast du damals Felanitsch eingeschätzt und beziehungsweise die Entwicklung für die nächsten Jahre, also beziehungsweise vor 5 Jahren, wie hast du es eingeschätzt und wie hat sich es dann entwickelt? Also, als ich herkam, war Hochsommer, aber trotzdem hier relativ ruhig. Und ich habe das halt als ein gemütliches Dorf empfunden. Und dann habe ich aber schon in den ersten Gesprächen auch mit Leuten, die sich so ein bisschen in dem Sektor auskennen, gehört, dass das Dorf oder beziehungsweise hier vielleicht nicht schon Potenzial hat und auch am Wachsen ist. Dass so wenn man es, also Santani zum Beispiel im Vergleich ist ja schon sehr groß geworden, da geht richtig sind viele Leute, die da was gekauft haben und so und dass Felanitsch dasselbe Potenzial hätte, auch mal zu wachsen. Besonders dieses Jahr werden wir jetzt viel sehen. Wir hatten eben kurz hinter der Kamera sozusagen, hatte ich dir das kurz erzählt,
dass auch wieder ein neues Restaurant aufgemacht wird. Ja. Und ich weiß noch von so 3, 4 anderen Sachen, die auch noch aufgemacht werden, jetzt neu in Villainisch. Und ich glaube, jetzt kommt langsam so, abgesehen von dem Immobilienmarkt an sich, auch dieser Effekt, den man dann so ein bisschen auf der Straße sozusagen sehen kann mit Locations Also ich fühle auf jeden Fall hier ein totales Potenzial. So, du kannst hier, wenn du eine coole Idee hast und auch mit Herzblut dahinter bist, guck das Gym an, so, das ist auch, beste so, schau dir Beispiel, würde Felanitsch ich sagen. Da hätten auch viele Leute gesagt, warum in Felanitsch, geh dir lieber nach Manacor oder direkt nach Palma, aber es funktioniert hier auch, wenn du halt so ein Konzept halt richtig entwickelst so ein bisschen und halt mit Herzblut halt ausarbeitest und noch einfacher wahrscheinlich mit Restaurant oder Sachen, die halt noch mehr so alle ansprechen. Und weil es natürlich dann auch neu ist. Ich meine, wenn du nach Palma gehst, hast du natürlich 1000 andere, die genau das Gleiche machen wie du, das, was du machen willst. Ja. Und du gehst in einen harten Konkurrenzmarkt rein. Und hier hast du einfach noch das Potenzial, einer der Ersten zu sein, der es macht. Ja. Dann diese Entwicklung mitzunehmen, die man, wie gesagt, schon die letzten Jahre in dem Immobilienmarkt mehr gesehen hat. Ich glaube aber auch bei dir selber im Business, wirst du es auch gesehen haben, bei dem Fitness-Center, bei dem Gym, dass früher sind zum Beispiel nicht viele Leute aus anderen Dörfern gekommen, vielleicht zum Trainieren. Und ich glaube, das habt ihr gut ausgebaut, dass es immer mehr auch ist und auch gut schon ausgebaut habt, dass auch Leute von woanders kommen. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht nur noch Leute aus Felanitsch, sondern auch jetzt aus den umliegenden Dörfern, so viele aus Calador, Campos, ein paar aus Manacor, nehmen dann schon den Weg auf sich, weil sie halt merken, okay, hebt sich schon ab von den anderen und die legen halt Wert darauf und deswegen lohnt sich das für die trotzdem, den Weg halt zu gehen. Genau. Ich glaube, das hat auch noch Ausbaupotenzial. Und ich glaube, das ist auch wieder zu den vorherigen Punkt, irgendwie wenn man ein Business aufbauen will, der springende Punkt, dass es, glaube ich, ausbaufähig ist, dass es weiter wächst und auch außerhalb vom Felanitsch. Ja. Wenn man, wie du zum Beispiel, mit Herzblut rangeht, coole Ideen hat und was Innovatives und natürlich auch gut, irgendwie, das ist Standard, irgendwie, dass man es gut umsetzt, aber dass man auch neue Sachen und ein bisschen Flip reinbringt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch eine etwas privatere Frage jetzt, aber ich meine, bei einem Verhör geht es natürlich auch darum, dass wir hier ein bisschen Insider-Info irgendwie rankommen. Wie ist es, sein Hobby zum Job zu machen? Kriegt man das unter eine Haube oder ist man nur noch gestresst? Also aktuell bin ich ja im Umbau von dem neuen Gym. Ja, das haben wir auch ein bisschen, da haben wir auch ein bisschen Insider-Infos gekriegt. Da können wir gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, aber da kann ich auf jeden Fall sagen, dass auch wenn mein Hobby und auch eigentlich meine Pläne waren, nächstes Jahr wieder auf einen Bodybuilding-Wettkampf selber zu gehen, habe ich erstmal. Das merkt man gar nicht, dass du tust. Habe ich erstmal einen Nagel gehangen, diese Idee, weil ich seit fast Monaten selber nicht mehr trainiert habe. Also ich bin aktuell wirklich von morgens bis abends, spätabends auf der Baustelle oder Büro und Kram. Kommt zu gar nichts. Also Fokus 100% gerade. Also aktuell das Hobby ist nicht existent und aktuell ist es nur Beruf. Aber es ist halt trotzdem, arbeite ich halt in dem Sektor, was halt mein Hobby ist und wo ich auch langfristig wieder mich austoben kann, auch privat dann mit dem Training und deswegen ist das so perfekt. Also ich finde es super so, weil ich halt weiß, dass es mir halt Spaß macht, weil es halt ist, wo ich drin aufgehe und was halt so mein Herzblut hat quasi. Also könnte man eigentlich sagen, dass aktuell dein Hobby ist, kein Hobby zu haben. Mein Hobby, ja, so kann man sagen. Also ungefähr. Eigentlich, was uns hier unser Kollege recherchiert hat, also dieser Content, den wir hier haben, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht gut auf der Kamera, aber hier sieht man Foto beim Trainieren, geschreddet am Strand und solche Sachen hier. Freundin auch am Trainieren. Das ist aktuell nicht mehr so der Fall, wie es vorher war. Aktuell Strand schon lange nicht mehr gesehen. Ja? Nur wenn ich durch Instagram scroll. So. Nee, aktuell ist Vollgas-Baustelle. Aber wir haben uns halt auch. Aber danach geht der Fokus wieder auf ein bisschen Work-Life-Balance. Ja. Und wir haben uns jetzt auch eine sehr, sehr enge Deadline gesetzt. Wann darf man das schon sagen? Ja, können wir sagen. Wir haben angesetzt für den 4.1. eine Teileröffnung zumindest zu machen von der neuen Immobilie. Bis dahin haben wir zumindest den Teil fertiggestellt, um wieder einen Betrieb in der neuen Immobilie gewährleisten zu können. Werden dann aber noch die
die weiteren Gebäudeteile quasi erschließen und noch weiter ausbauen. Aber nachdem ich das alles ja, privat mache, sage ich mal, und keine Baufirma habe und auch keine Investoren habe und so, habe ich gesagt, ich muss es so kurz die Bauphase wie möglich halten, dass ich gleich wieder den kompletten Betrieb wieder an einem Ort habe, um jetzt nicht quasi Mietzahlungen und Bankkredit gleichzeitig zu haben. Dass man die Kosten direkt mit den neuen Einnahmen abdeckt. Genau, dass es halt die Kosten möglichst gering hält. Kurz Nebeninfo auch für euch, für die Zuschauer. Wir haben natürlich auch mehrere Spitzel in Villanic und wir haben auch schon rausgefunden, wo das neue Gym eröffnet wird. Das schreiben wir natürlich in die Beschreibung mit rein. Und auch, wenn ihr ein bisschen mehr von dem Prozess, wie das Gym entsteht, erfahren wollt, Philipp und Esther wie heißt der Kanal? Mallorca Gym Life. Mallorca Gym Life. YouTube-Account. Können wir gleich mal einblenden. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht gehört. Machen wir. Wir schreiben jetzt auch zusätzlich Beschreibung noch, die kann man modifizieren. Und da dokumentieren wir eigentlich fast täglich, filmen wir immer so ein paar Sachen mit, wo wir halt zeigen, was wir so machen, dass die Leute halt ein bisschen das sehen. Kann ich nur empfehlen, ist auch sehr lustig rübergebracht, also entertaint auch. Und einfach mal dem Kanal folgen, schaut einfach mal rein, lasst ein Like da, auch für die ganze Arbeit, die beiden da machen, weil das ist wirklich so die Essenz von selber mit anpacken. Das respektiere ich auch sehr. Und ich glaube, das kann auch ganz lustig und cool für unsere Zuschauer sein. Da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Das war eigentlich auch schon die Frage. Deine Freundin Esther und du habt einen YouTube-Channel gemacht, wo ihr den Aufbau eines neuen Mega-XL-Gym zeigt. Wie kommt ihr voran? Das haben wir eigentlich auch schon geklärt. Deadline Januar, das ist die Eröffnungsparty. Was geht da auf der Eröffnungsparty? Also gibt es dann irgendwelche wir werden das Trainingsbooster irgendwie da verteilt werden, dass die Leute abgehen zur Technomucke oder wie kann man sich das vorstellen? Also denn im Januar machen wir auf jeden Fall so eine kleine Eröffnungsparty, sag ich mal, wo wir halt, alles halt ein bisschen promoten, unsere Supplements und so. Wir wollen halt schon, dass die Leute kommen und hier eine coole Zeit dann haben, all die neuen Maschinen sehen und alles ausprobieren können. Und dann aber wenn dann absehbar ist, wann wir die quasi 100%ige Fertigstellung haben, da werden wir dann eine richtig große Einweihungsfeier quasi organisieren, wo wir da auch schon mit 1, 2 Leuten aus der Fitnessszene in Kontakt sind, die sehr bekannt sind, sag ich mal. Also Influencer werden auch ein bisschen eingeladen. Große Bodybuilder, Leute, die man halt jetzt aktuell alle kennt. Also groß in allen Sinnen, in allen Aspekten. In allen Aspekten, körperlich und reichweite technisch, wollen wir halt ein paar coole Leute halt am Start haben, dass man halt da ein richtig cooles Event auf die Beine stellt. Das Datum wird aber noch bestätigt, nehme ich an. Das ist noch nicht safe. Also es wird wahrscheinlich Saisonstart Mai, Juni, Juli, irgendwas um den Dreh. Mal gucken. Könnte man sagen, dass ihr den Fokus habt, dass Villanic zu der Bodybuilding-Mecca von Mallorca wird, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja unser großer Fokus jetzt im aktuellen Gym. Das ist jetzt fast nur Bodybuilding-mäßig ausgerichtet. Wir wollen uns aber im neuen Gym so ein bisschen mehr noch vielfältiger aufstellen. Wir haben groß eingekauft für Kraft-3-Kampf, also Powerlifting auch, haben wir eine Area eingeplant jetzt. Wir wollen auf jeden Fall auch den Markt CrossFit High Rocks so ein bisschen erschließen. Das ist ja auch sehr in Mode die letzten Jahre gewesen. Vor allem das High Rocks ist ja gerade aktuell super, super gehypt. Ja. Und das ist alles so ein bisschen das ähnliche Prinzip. Also es baut ja CrossFit High Rocks überall auf demselben auf. Und da wollen wir auf jeden Fall auch eine Area für machen. Aber klar, Bodybuilding, wir haben groß eingekauft. Wir haben, glaube ich, wir kratzen langsam bald an den 200 Maschinen. Da kommen wir auch wieder zum Thema Hobby zum Beruf machen. Genau. Das merkt man da schon, dass das ist schon, da muss man schon ein bisschen für verrückt sein, für so Maschinen, so die auswählen, zusammenbasteln. Wir haben jetzt die letzten Tage im Keller schon Maschinen zusammengestellt. Das wird sehr cool. Ich glaube aber, also mit dem Ziel kommt ihr, glaube ich, bis jetzt ziemlich gut voran, dass es echt weiter sich entwickelt, dass es so ein richtiger Referenzname auf Mallorca, auf der ganzen Insel wird. Stück für Stück immer mehr. Wie viel Quadratmeter wird das Ganze? 1300. Das ist schon eine Hausnummer, wenn es final ist.
Wir eröffnen jetzt mit, glaube ich, so 700 und die restlichen werden noch nachträglich Das fertiggestellt. ist aber auch schon anständig. Ja. Ne? Also wir 700, 800 Quadratmeter jetzt zur Öffnung und dann der Rest nach und nach. War es denn leicht, die richtige Immobilie dafür zu finden? Und also du hast jetzt schon mehrere Erfahrungen gesammelt, ob es jetzt bei der Anmietung von den jetzigen Gym ist oder von dem Kauf von also von den neuen sozusagen. Wo glaubst du, sollten die Leute drauf achten, wenn sie auf der Immobiliensuche sind auf Mallorca? Also generell jetzt nicht nur für Business oder so, sondern generell, welche sind so die 2, 3 Punkte, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig? Also der erste Punkt, der für mich persönlich am wichtigsten quasi war, ist, dass man selbst, wenn man die erste Besichtigung hatte von der Immobilie und man vielleicht von der Größe geflasht ist oder von der Lage oder sonst irgendwas, man immer so 1, 2 Tage runterkommen sollte und Eine Nacht drüber schlafen, was man so sagt. wirklich, so wie man es auch so sprichwörtlich sagt, drüber schlafen, einmal runterkommen, sacken lassen und dann nochmal eine zweite Besichtigung machen und dann die negativen Seiten sich auch anguckt. Ja. Ins Detail gehen auch ein bisschen. Genau. Ich habe zum Beispiel eine Immobilie in Manacor mir angeguckt. Die war super cool gelegen, die war sehr groß und es war aber im ersten Stock ein Teil der Decke eingestürzt. Und im ersten Moment dachte ich mir, ja, baue ich aus, mache ich wieder ganz, kein Problem. Ja. Und dann habe ich aber Ruhe so, nochmal drüber nachgedacht, den einen oder anderen Menschen, der sich hier sehr gut damit auskennt, kontaktiert und dann sind wir alle zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht nur dieses kleine Stück ist, sondern dass die ganzen Träger schlecht sind und dann müsste man alles rauslassen. Und dann ist es wieder so ein Punkt, wo man halt ganz schnell die Handbremse ziehen muss und ganz schnell... Das ist schwierig, manchmal, wenn man mit Herz so ein bisschen da dran ist, emotional bei so einem Investment auch drin ist. Oder beim Hauskauf generell, das ist ja noch mehr. Total. Und dass man sich dann nicht so verliert dabei zu sagen, oh nein, das wird schon passen, das wird schon passen, das wird schon passen. Man hat da sehr schnell so eine rosa-rote Brille auf. Und dass man besonders bei Renovierung auch, wie du jetzt sagst, mit einer Decke komplett die Decke neu machen, das ist schon ein Akt irgendwie. Ne? Und es ist auch nicht mal so einfach, dass man das einfach jetzt mal zack, zack am Wochenende selber macht. Nee, und genau das Gleiche natürlich auch bei Immobilien, der ganze Legalitätsfaktor. Das unterschätzen ja Leute aus Deutschland besonders. So Kataster, alles eingetragen, dann ist das legal oder beim Grundbuchamt oder dies oder das. Mallorca, ich glaube, das kannst du bestätigen, ist eine ganz andere Welt. Ja, auf jeden Fall. Man muss hier wirklich ganz vorsichtig sein und man muss auch echt, ja, auch wenn man das über einen Immobilienmakler macht, einen haben, der man halt vertrauen kann, der halt das ist, glaube ich, das Stichwort. Der halt nicht nur nicht auf den Verkauf nur aus ist und danach schnelle Provision und dann schnelle Provision und danach Handys den aus. Kontakt zum Kunden löscht, so schnell mal blockiert, sondern halt echt vorher wirklich alles abcheckt und sich halt schlau macht. So. Ja, die Vertrauensbasis, dass man einfach weiß, dass man in guten Händen wahrscheinlich ist. Ja. Dass der Makler sich natürlich auch mit dem Kunden auseinandersetzt, was will der Kunde wirklich, dass man die richtige Immobilie findet. Ja. Aber auch wenn man die dann findet, was wir eben gesagt haben, auch Legalität, urbanistische Rechtslage und das Ganze, dass das abgecheckt ist. Ja. Nicht, dass man eine Immobilie kauft und auf einmal, okay, da kriegt keine Aktivitätszins. Weil dann ist das Investment in Eimer. Ne? Ja. Und aber ich glaube, bei dir hat das ganz gut geklappt, bis auf ein paar Zwischenfälle irgendwie mit Renovierung oder dies oder das. Ja, aber das kann auch immer mal passieren. Ungeplante Sachen auf der Baustelle. Also ich glaube, es hat noch nie jemand eine Baustelle durchgeführt, die einwandfrei ablief. Das gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Legende sagt, dass jemand mal sowas hatte, aber nicht wirklich. Es gibt immer Sachen, wo du auch während dem Bauprozess, und das habe ich bin ja jeden Tag da, ich mache ja mit, ich packe ja an und dann, glaube ich, noch mehr wechselt man nochmal Ideen. So, dann ist man da und dann sieht man, wie sich das Ganze verändert und dann denkt man sich, oh, Moment mal, aber so wäre es dann vielleicht doch cooler und dann Habt ihr das viel? Ja, wir haben schon 2, 3 Sachen im Laufe der Zeit uns nochmal anders überlegt, so von der Aufteilung her auch und so, wir haben uns am Anfang, in dem Fall zum Beispiel in der großen Halle gedacht, wir lassen einen Teil frei, wo wir vielleicht so ein bisschen Office noch mit reinmachen und so und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil dieser Look, dieser offenen Halle auch nur mit diesem Teil der quasi diesem es ist so Lagerhallenstil, ja, aber wir haben ja jetzt nur diese eine Empore drin, aber trotzdem geht dieser Look nicht verloren von dieser hohen Decke. Wenn man da jetzt aber irgendwie so eine Wand reinzieht oder irgendwas abkapselt, dann verliert man so ein bisschen diesen hohen Lagerhallen
Style so ein bisschen. Das wird den ganzen, glaube ich, auch diesen Flair geben Ja. irgendwie. Ja, die Diese Halle ist schon 10% sehr cool. extra Energie beim Bankdrücken. Ja, so. Ja, dann kommen wir mal zu den ganz wichtigen Fragen, weil wir können jetzt nicht über Quatschen hier reden. Immerhin ist das auch ein Immo-Verhör, also Immobilien-Podcast, Interviewformat. Darf man Sobrasada und Camayot während der Diät essen? Ganz kurz vorab, für die Zuschauer, die nicht wissen, was Sobrasada und Camayot ist. Sobrasada, eine ganz leckere Paprikawurst, die auf Mallorca gemacht wird. Und Camayot, auch so eine Art Brotbelag sozusagen, auch eine mallorquinische Wurst mit ein bisschen mehr Fett drin. Auf jeden Fall probieren, wenn ihr hier seid. Jetzt klären wir die Frage auch, wenn ihr trainiert, ob man das dann auch essen kann. Frage auch passend rausgesucht, weil die Immobilie, in der wir jetzt das neue Gym bauen, auch eine ehemalige Sobrasada-Fabrik ist, passt sehr gut. Gute Überleitung, ne? Also, ich würde es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man eine Lifestyle-Diät macht, sag ich mal, für 90-95% der Normalos, ist das auf jeden Fall, kann man das total integrieren. Wir hatten da schon ein paar Gespräche manchmal. Also man muss halt immer eine Balance halten. Du kannst jetzt nicht den ganzen Tag Sobrasada essen, logischerweise. Aber wenn du dir halt irgendwie, wenn man so eine 80-20% Basis hält und 80% müssen das gute Essen sein, dann ist das auf jeden Fall integrierbar. Bodybuilder, die sich jetzt in den letzten Wochen ihrer Prep befinden, da kannst du natürlich keine Sobrasada mehr aufs Brot schmieren. An die Zuschauer, die Bodybuilder sind, bitte nicht die Kommentare spammen, dass wir das fragen. Ja, das Genau. ist, wir sind nicht so tief drin, auch wie Philipp jetzt. Wobei ich auch viele Gespräche schon selber mit Philipp gehabt habe. Ich kann ihn auch nur empfehlen. Machst du auch immer noch den Personal Training Service? Also aktuell wahrscheinlich jetzt nicht so, aber danach dann wieder? Ja, wir machen auf jeden Fall Personal Trainings und Coachings, Ernährungspläne, und wenn Leute halt spezielle Wünsche haben und sagen, boah, ohne einem kleinen Sobrasada-Brot abends kann ich nicht einschlafen, dann integrieren wir das schon irgendwie so. Also wir hatten dann einen sehr guten Punkt gefunden, auch mit der Arbeitsstress und dies und das, und mal auch ein Bierchen an der Plaza mit den Kumpels, selten, weil Alkohol ist nicht so gut, aber dass man sowas mit einbaut. Leider ist das dann ein bisschen unser Plan flöten gegangen, dadurch, dass ich eine kleine Verletzung gekriegt habe. Aber irgendwann mal gehen wir das vielleicht auch nochmal an. In der neuen Immobilie gehen wir es wieder an. Wenn wir beide wieder voll fit sind. Ich hoffe, das machen wir dann zusammen. Sehr gut. Und jetzt kommen wir mal zu der letzten wichtigen Frage. Protein, Isolate oder Whey? Auch da ist wahrscheinlich wieder das einfach zu beantworten. Für 95%. Einen Moment, ganz kurz. Für die Zuschauer, die nicht trainieren, das ist Proteinpulver, Eiweißpulver sozusagen, dass man zu der richtigen Anzahl an Proteinen am Tag sozusagen kommt. Wenn man das nicht so komplett abdeckt mit dem Essen, dann kann man einfach so einen leckeren Eiweiß, Milch oder Wassershake mit verschiedenen Geschmackssorten dazu essen, sozusagen trinken, um das Essen abzudecken. Genau, Isolat ist halt sehr, sehr hoch konzentriert. Du hast halt da fast nur Protein drin, und Konzentrat ist ein bisschen gestreckt, sagen wir es mal so, aber es ist immer noch fast nur Protein mit so ein bisschen Kohlenhydraten. Also auch wieder für 95% der Hobbysportler, sage ich mal, ist Konzentrat mehr als ausreichend. Das ist schon top, wenn die das nehmen, weil das einfach perfekt hilft, halt, um auf den Proteinbedarf zu kommen. Preis-Leistung auch ein bisschen günstiger. Ja, und Isolat ist halt eher dann für die Ausnahmeathleten, die dann auch wirklich alle Kohlenhydrate rausschneiden müssen am Ende der Diät und wirklich ganz, ganz nur noch... Also für junge Immobilienmakler, die straight aussehen wollen in den Property-Tour-Videos, wäre dann Isolate besser, oder was? Okay. Ja, wenn sie das Geld haben, wenn sie gut verkaufen, dann schon. Ja, ist immer eine Budgetfrage. Aber ich würde den meisten Leuten reicht absolut ein Konzentrat. Jemand, der es richtig wissen will, der kann natürlich dann Isolat nehmen. Was ist deine Lieblingsgeschmacksrichtung? Gibt es Sobrasada-Geschmack bei Eiweißpulver? Ja, Markus Rühl hat Masthun. Wirklich? Ja, er hat einen Masthun, also einen Hühnchengeschmack. Dann wäre das doch eigentlich ein guter Anlass, mit den neuen Gym eine eigene Marke rauszubringen, mit der Sobrasada-Geschmack Eiweißpulver. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder vielleicht in Saimata, das würde ein bisschen besser passen. Ja. Ne? Gibt es denn überhaupt mallorquinische Marken in diesem Segment, die solche Produkte herstellen? Nix Namenhaftes, soweit ich weiß.
Also ich habe mal eine Marke an der Tankstelle gesehen, die mallorquinisch ist, die Proteinriegel herstellt. Mir fällt es aber jetzt gerade nicht ein, wie die heißt, aber Es kann sein, dass ich die nicht. sogar kenne, wenn die aus Palma sind. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal gucken. Aber nichts Namenhaftes, noch nichts Großes. Glaubst du, sowas wird Sinn machen? Ich glaube, es ist sehr schwer, mit den großen Firmen in Konkurrenz zu treten. Ich glaube, wenn du hier inselintern dich nur darauf beschränkst, quasi einen Deal mit den lokalen Gyms und Supplement Stores an Land zu ziehen und an die verkaufst und die quasi direkt deine Produkte verkaufen, glaube ich, könnte das so funktionieren. Aber ich glaube, auf den internationalen Markt wird es aus Mallorca raus schwierig. Ich glaube, das macht dann nicht so Sinn. Also da hätte ich zum Beispiel eine super Idee. Also wenn ich ein Gym hätte zum Beispiel wie jetzt, dann würde ich einfach zum Beispiel sowas anbieten wie Essen, so zum Beispiel so Balls oder sowas in die Richtung. Das ist eine super Das wäre, glaube ich, eine super Idee. Das könnte ich mir mal überlegen. Ja, da sprichst du was an. Das haben wir ja schon in einem kleinen Rahmen zumindest, bieten wir das an. Also wir machen so Pokeballs, wir machen so Rice Mash und Haferflocken, also so Overnight Oats aktuell. Eis habe ich auch gesehen, Proteineis. Stimmt, wir machen auch so Ninja Creamy Proteineis. Und das wollen wir im neuen Gym auch ein bisschen alles noch für die Öffentlichkeit besser zugänglich machen, weil wir halt ein bisschen besser gelegen sind, nah an der Busstation, nah an der Hauptstraße und wir wollen halt auch so ein paar Walk-in-Leute haben, die einfach nur vielleicht sich eine kleine Bowl mitnehmen, to go oder so. Ich wohne ja nebenan, also kommen wir manchmal vorbei. So. Kann man die Adresse schon sagen? Ja, können wir schon leaken hier. Ja? Das ist exklusiv. Carrer Pare Auli 13. Wir schreiben es noch in die Beschreibung rein, für die jetzt nicht so im mallorquinischen Akzent fit sind. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt auf ein cooles Gym mit leckeren Essen, mit Bowls, mit gutem Kaffee, mit Proteineis, mit Shakes, allen durcheinander, mit paar coolen Gadgets, wie zum Beispiel, wenn du einen Highscore hast, dann kannst du so eine Klingel, wie heißt das? So eine PR-Klingel, Personal Record Klingel. Genau, sowas. Ja. Es gibt den Ausruhstuhl, es gibt den Kotzeimer, es gibt alles, was das Herz begehrt, für Leute, die trainieren wollt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr anfangen wollt, habt ihr das Personal Training, kann ich nur empfehlen. Und die Leute wissen nicht, dass du auch Spanisch kannst vielleicht, dann verabschieden wir uns mal auf Spanisch. Da lasse ich dir den Vortritt. No hay problema. Bueno, gracias para ver el video. Dale un like y abonnieren. Y seguirnos en YouTube. Seguirnos en YouTube, claro, sí. Also jetzt nochmal auf Deutsch. Danke für das Anschauen von dem Video. Ich glaube, Philipp ist ein sehr gutes Beispiel für Leute, die auswandern wollen, die, ob sie jetzt ein Business aufbauen wollen oder einfach noch nach Mallorca kommen wollen, besonders hier im Südosten, ein klares Beispiel ist, dass sowas funktionieren kann. Vor allen Dingen, dass man hier auch sehr glücklich leben kann, auch wenn manchmal sehr viel Stress ist mit der Arbeit. Aber schreibt uns einfach mal ein paar Sachen in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, was ihr demnächst mal gerne sehen und hören wollt. Wen sollen wir mal richtig in die Mangel nehmen und hier verhören? Und war das jetzt zu low oder sollen wir das nächste Mal den Gast ein bisschen mehr rannehmen? Die Handschellen direkt an. Ja. Und ansonsten folgt uns natürlich auf dem Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke für die nächsten Immo-Verhöre, dass ihr keins verpasst. Liked das Video, wenn ihr, ich wollte schon sagen, das Kommentar. Liked das Video, wenn euch das gefallen hat. Und ja, vielen Dank einfach fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.